Bei Scout sind wir Zirkusdirektoren und wir versuchen eine möglichst tolle Show für unser Publikum aufzubauen. Und das Schöne ist, dass wir das mit ein paar Handkarten diesmal einfach nur machen. Und die Handkarten, das ist so das Knifflige hier, die darf ich nicht in der Reihenfolge verändern. Und das sind die Schausteller, die ich zur Verfügung habe. Das Coole bei Scout ist, dass ich die Karten einmal auf der einen Seite haben kann, aber wenn ich die umdrehe, steht da eine andere Zahl drauf. Und das darf ich einmal zu Beginn des Spiels machen und so entscheide ich mich, mit welcher Schaustellertruppe fange ich mein Spiel an. Und muss dann aber trotzdem gucken, dass ich möglichst eine passende Reihenfolge hinkriege, also dass das eine Show ist, die die Zuschauer wirklich in ihren Bann zieht. Und dafür muss ich entweder Straßen legen, also zum Beispiel zuerst einen Clown, dann einen Einradfahrer, dann vielleicht eine Trapeznummer, wenn es so zahlenmäßig hintereinander passt. Oder eine möglichst große Aufführung, dass es so eine riesen Clownsnummer zum Beispiel ist. Dann kann ich nämlich die anderen übertrumpfen und darf dann meine Show hinlegen und von den anderen die Showkarten wegnehmen. Und so versuche ich möglichst schnell alle meine Karten loszuwerden, weil dann habe ich die Runde gewonnen. Wenn ich aber nicht überbieten kann, dann scoute ich, so nennt sich das. Und ich darf mir eine Karte rechts oder links von dem Stapel nehmen und jetzt, egal wie, drehen und in meine Karten reinstecken. Und dadurch kann ich auf meiner Hand schon wieder eine ganz tolle Reihe vielleicht machen oder sowas. Entscheidendes Element ist tatsächlich auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wann spiele ich meine Karten aus. Es gibt nämlich auch diese eine Möglichkeit, mit dem Scout-and-Show-Plättchen einmal einen Doppelzug zu machen, so würde ich es vielleicht nennen. Und den muss man schon sinnvoll einsetzen, damit man die anderen übertrumpfen kann sozusagen. Und auch da hat man eine gewisse Lernkurve, dass man dann irgendwann merkt, jetzt sollte ich vielleicht wirklich diesen Doppelzug mal einsetzen, damit er vielleicht auch nicht verfällt. Also ich habe das zum Beispiel mit meinen Dritt- und Viertklässlern gespielt, wo wir ja genau auch in dem Alter sind. Und ich war sehr überrascht, wie schnell die für sie eine völlig neue Mechanik gelernt haben. Also die kannten zum Beispiel keine Stichspiele, die kennen diesen Mechanismus überhaupt nicht. Und da Scout das Ganze ein bisschen anders macht und gar nicht davon ausgegangen wird, jeder kennt jetzt eine Stichspielmechanik, kommt man da eigentlich relativ leicht rein. Und ich habe gemerkt, dass man dieses Spiel sehr gut thematisch erklären und verstehen kann. Viele Runden, die ich mit Scout hatte, die sind wirklich mit viel Emotion und Gelächter und dann kann man sich auch schön ärgern ausgegangen. Da war auf jeden Fall immer Highlife am Tisch und es ist jetzt nichts, wo Leute in Grübeln verfallen und Totenstille ist am Tisch. Deswegen kam es bei uns immer wieder gerne auf den Tisch, weil man in kurzer Zeit viele Emotionen wirklich aus den Leuten rausbekommt. Ich habe ganz große Interaktion mit meinen Mitspielenden, ich habe ganz große Emotionen, ich habe Jubelmomente, ich habe Frustmomente. Das ist genau das, was für mich ein kurzes, schnelles Spiel ausmacht. Scout ist ein Kartenspiel, was ich allen empfehlen kann, die sowieso schon gerne Kartenspiele spielen. So die ganz klassischen Stichspieler, die werden sich, denke ich, da an einer neuen Aufgabe erfreuen können. Und es hat simple Regeln, die aber doch eine gewisse taktische Tiefe ermöglichen und man hat da lange Freude dran, weil man halt diese Lernkurve hat und dann nach und nach merkt, was man da alles so für Stellschräubchen hat, die man vielleicht drehen kann.